Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil rund um die Tischkreissäge von HW. In den vergangenen Teilen ging es ja bereits um die optionalen Erweiterungen wie den Frästisch und die Fräseinheiten von Incra und JASM. Diese Teile werde ich auch gerne unten nochmal verlinken. Und heute geht es dann endlich um das Herzstück, die Tischkreissägeneinheit. Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch gerne erzählen, für welche Komponenten ich mich entschieden habe und was ich davon wie installiert habe. Die Grundeinheit, also die Tischkreissäge, läuft unter der Bezeichnung Alpha HW 110 SE und diese gibt es aktuell in 4 Varianten. Da ist zum einen die klassische 230 Volt Variante mit einer Leistung von 2,2 kW und die Kraftstrom-Variante mit 4 kW und die habe ich hier auch stehen. Das sieht man in der Bezeichnung mit dem T am Ende. Und dann wird noch unterschieden mit den Modellen 36 und 52. Ich habe hier das etwas kleinere Modell, die 52er Variante. Da ist die gesamte Breite des Arbeitstisches nochmal um 40 cm breiter. Hier habe ich euch meine Einheit nochmal ein wenig zurückgebaut. So könnt ihr erstmal erkennen, was in der Grundausstattung an Komponenten alles enthalten ist. So steht euch erstmal ein Arbeitsflächenbereich von ca. 1,62 m zur Verfügung. Von HW wird die Breite mit 1,76 angegeben. Das liegt daran, dass die Führung für den Big Eye Anschlag hier ein wenig über den Arbeitsbereich hinausgeht. Der Frästisch ist grundsätzlich aus Gusseisen, der vernickelt ist in der Oberfläche. Und das soll den Vorteil haben, dass Rostbildung nahezu ausgeschlossen ist. Die gesamte Oberfläche besteht allerdings nicht aus diesem Gusseisen. Der rechte Flügel hier, das ist eine MDF-Platte auf einem Aluminiumrahmen. Den habe ich ja ausgetauscht, komme ich aber nachher nochmal drauf zurück. Auf der linken Seite ist ein kleiner Gusseisenanbau, den habe ich nicht verwendet, auch darauf gehe ich etwas später nochmal ein. Hier im rückwärtigen Bereich ist ein Abnahmetisch, der optional angebaut werden kann. Ich habe den derzeit nicht in Verwendung. Darüber hinaus ist enthalten der Kompass MG36, der Gärungs- und Winkelanschlag, sowie der Big Eye Anschlag. Da ich mich ja für eine Kombination aus Tischkreissägentisch mit eingebauter Fräse entschieden habe, kam diese Platte bei mir hier gar nicht zum Einsatz, sondern die um ca. 18 Meter breitere Gusseisenplatte. Dadurch habe ich nun in der gesamten Breite einen Gusseisentisch, der die vernickelte Oberfläche hat. Schauen wir mal auf den Big Eye Anschlag. Der läuft erstmal wahnsinnig angenehm und ruhig. Wenn ich ihn aber an einer bestimmten Position fixiere, ist er bombenfest. Da bewegt sich weder hinten noch vorne rein gar nichts. Ich kann den Anschlag sowohl in der hohen Variante verwenden, als auch relativ einfach umbauen, indem ich diese beiden Schrauben hier löse und den Anschlag dann auf die niedrige Variante bringe. Darüber hinaus lässt sich das ganze System auch montieren auf der rechten Seite des Anschlages, sodass ich links vom Sägeblatt arbeiten könnte. Praktisch ist auch diese Nut hier, die ermöglicht mir das, eine Andrückhilfe mit zu installieren. Dazu habe ich auch ein kleines Video schon mal gemacht, das verlinke ich auch hier gerne nochmal. Der Abstand vom Sägeblatt zum Anschlag lässt sich hier wunderbar über das Maßband einstellen und auch über die Skalierung, über das Kristallglas hier hervorragend ablesen. Die Feineinstellung erfolgt dann hier über das Gummidrehrad. Was für den einen oder anderen auch interessant sein kann, sind diese Stops. Diese könnt ihr an beliebigen Stellen einstellen und dann dafür sorgen, dass wiederholgenaue Schnitte erfolgen können. Ein kleiner Wunsch an HW an dieser Stelle: Schön wäre es, wenn man die Verstellung des Stops nicht über einen Imbusschlüssel vornehmen müsste, sondern werkzeuglos über einen Schnellverschluss.
Unterhalb des Tisches habe ich den Zugriff auf die Motorsteuerung sowie auf die Verstellung für die Schnitthöhe. Da habe ich die Möglichkeit, hier mit dem Feststellrad erstmal die Schnitthöhe zu fixieren. Und wenn ich das löse, kann ich meine Schnitthöhe entsprechend so einstellen, wie ich das brauche. Maximal bis zu einer Schnitttiefe von 70 mm. Und des Weiteren habe ich noch die Möglichkeit, meinen Winkel für das Sägeblatt hier zwischen 0 und 45 Grad zu variieren. Und das funktioniert über dieses Rad. Natürlich schauen wir auch einmal kurz in den Motorraum. Da wird man wohl öfter mal sauber machen müssen. Schauen wir mal auf die linke Seite der Tischkreissäge. Da seht ihr, dass ich hier noch einen Flügel aus Gusseisen liegen habe, den ich nicht verbaut habe. Und das aus einem ganz bestimmten Grund. An dieser Stelle habe ich nämlich meinen Schiebeschlitten von HW verbaut, den Kompass ST 1500. Das zeige ich euch einmal ganz kurz. So, wie ihr sehen könnt, ein Schiebetisch, der die Möglichkeiten der Tischkreissäge nochmal ordentlich erweitert. Ich habe hier die Möglichkeit, verschiedene Winkel einzustellen, aber eben auch lange Werkstücke sicher hier zu verarbeiten. Insofern nutze ich den Schiebetisch sehr, sehr gerne, muss aber auch dazu sagen, man muss den Platz dafür auch haben, da dieser tatsächlich ja immer irgendwo ein ganz kleines bisschen im Weg steht. Natürlich kommt man auch ohne Schiebetisch klar und dazu hilft euch dieser Winkel- und Gärungsanschlag von HW, der wird ja mitgeliefert, der MG36 Pro. Die gesamte Einheit wiegt einige 100 Kilo und mittlerweile bietet HW auch eine Fahreinheit für das ganze System an. Das ist der sogenannte Spyder M1500 und damit habt ihr die Möglichkeit, das gesamte System inklusive der Fräseinheit zu verfahren. Und das könnt ihr hier ganz gut erkennen. Dort wird die Tischkreissägeneinheit auf dieser Verfahreinheit montiert. Und auch die Frästischeinheit hat entsprechend mobile Rollen dazu bekommen, sodass ich hier tatsächlich über die Betätigung des roten Hebels die Einheit lösen kann und nun verfahren kann. Aber jetzt gibt es einen Punkt dabei. Ich habe ja hier die Erweiterung mit dem Schiebetisch sowie theoretisch auch dem Abnahmetisch nach hinten hinaus an der Tischkreissäge. Und die sind tatsächlich noch nicht in das System integriert. Das ist ein bisschen schade. Ich gehe aber davon aus, dass es irgendwann nochmal eine Erweiterung geben wird, sodass dann das gesamte System auch mit den Erweiterungen hier verfahren werden kann. Denn hätte ich jetzt tatsächlich nicht den Schiebetisch hier installiert, könnte ich euch einmal demonstrieren, dass tatsächlich die gesamte Einheit hier ganz einfach zu verfahren ist, indem ich eben diese Feststellung löse und dann auf einem entsprechenden Boden über die Rollen das ganze System hier wunderbar mobil gehalten werden kann. Ein kleiner Blick auf die Absaugung, die erfolgt auch hier klassisch über zwei Wege. Der eine ist oberhalb des Sägeblattes über die Haube mit einem 40er Anschluss und geht dann hier unten zur zentralen Absaugung, die ja aus dem Motorraum kommt und dann endgültig mit einem 100er Rohr abgesaugt werden kann. Standardmäßig im Lieferumfang dabei ist das Universal-Sägeblatt von Leitz sowie ein weiterer Spaltkeil für verdeckte Schnitte und weitere Einlagen für verschiedene Sägeblätter, die ihr natürlich dann individuell verwenden und einsägen könnt. Für einige könnte auch interessant sein, dass sogenannte Dado-Sägeblätter hier mit der Säge verwendet werden können. In dem heutigen Video gibt es leider keinen praktischen Einsatz, da ich meine neue Absaugung noch nicht fertig installiert habe. Das hole ich aber gerne für die nächsten Projekte dann nochmal nach. Was ich euch heute nochmal zeigen möchte, ist der Anlauf sowie die Stoppzeiten der Säge. Dann schalten wir mal ein. Und aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ja, zwischen Ausschalten und Stillstand beträgt die Zeit circa 8 Sekunden. Für mich passt das, habe ich kein Problem mit. Ich hatte das in einem anderen Video schon mal länger gesehen. Da war das so zwischen 12 und 13 Sekunden. Natürlich wünscht man sich, dass das möglichst schnell zum Stillstand kommt, aber bei der Masse, denke ich, ist das mit 7 bis 8 Sekunden völlig vertretbar. Für mich passt das. In Kürze werde ich dann nochmal ein Fazitvideo einstellen. In diesem gehe ich dann auf alles rund um das System von Harvey nochmal ein. Wie war die Bestellung? Wie war der Service? Wie war der Kontakt? Wie war die Lieferung? Wie war der Aufbau? Wie ist die Qualität? Also alles einmal rund um das gesamte System, sodass ihr möglichst einen Eindruck gewinnen könnt, ob sich der Kauf lohnt oder ob ihr lieber die Finger davon lassen solltet. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was euch in dem Zusammenhang noch an dem System interessiert. Also bis bald. Ciao!